Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich nähe mir heute ein Sommershirt und zwar hauptsächlich in der Farbe Weiß, werde es aber mit Gelb ergänzen. Es wird ein sogenanntes Reste-Mix-Shirt, ein Upcycling-Projekt. Grundlage wird sein dieses Damenshirt kurzärmelig, das ist Größe 46, also einige Nummern größer, wie ich es brauche. Es hat hier einen Schaden, hier ist ein Loch und auf dem Rücken hat es das Loch auch nochmal und hier unten hat es auch einen Schaden. Dann habe ich ein Shirt, das ist so halb durchsichtig mit einem Muster. Das ist Größe 34 oder 36. Das ist einige Nummern kleiner, als ich es brauche, werde ich verarbeiten. Dann habe ich hier dieses Gelbe, das ist ein bereits zerschnittenes Herren-T-Shirt in Gelb. Und hier habe ich noch einen kleinen Stoffrest in hellgelb. Und das hier ist eine Interlock-Qualität. Das ist ein Material, das auf der Vorderseite wie auf der Rückseite aussieht wie glatt rechts gestrickt. Das hat den Vorteil, dass sich die Kanten nicht wellen, weder nach der einen Seite noch auf der oben und unten geschnittenen Kante. Da wellt sich Jersey normalerweise auf die andere Seite. Das rollt sich also nicht ein. Ich werde einen Schnitt verwenden, den habe ich bereits mehrfach erprobt, den habe ich mir selber gemacht über die Jahre. Vorder- und Rückenteil sind gleich, bis auf den Halsausschnitt. Und ich habe einen Ärmel mit einer klassischen Kugel. Ich werde allerdings heute einen halben Ärmel nähen, also das abschneiden. Ich habe das Schnittmuster schon auf den Stoff gelegt. Es wird wieder hier oben am Ärmel ein Stück fehlen. Das liegt daran, dass diese Kugeln sehr flach sind und meine sehr steil ist. Und ich habe im letzten Shirt-Video, ich glaube, das war das vorletzte Video, das gleiche Problem schon gehabt und habe hier ein Stück eingearbeitet, habe also das Schnittmuster ein bisschen geändert. Und so wie es aussieht, kann ich diese gleiche Änderung heute wieder verwenden. Wer also noch nicht gesehen hat, wie man das macht, ich mache hier oben unterm i einen Link und auch unten in der Beschreibungsbox gibt es immer sehr viele Links zu sehr viel weiterführenden Videos oder Videos, die die Grundlagen erklären. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt und jetzt geht's an den Nähtisch.
mein Shirt ist fertig. Zunächst, ich habe von dem weißen einen ganz kleinen Rest. Ich habe von dem dunkelgelben einen auch kleinen, etwas größeren Rest. Und ich habe von dem Shirt, das so spitzenartig aussieht, das Vorderteil und 2 Ärmel und einen ganz kleinen Fetzen. Das hebe ich auf jeden Fall aus und auf. Und von diesem hier möchte ich versuchen, nochmal ein Shirt zu machen. Auch wieder in Reste-Mix-Optik, also ungefähr so, wie das hier aussieht. Dann dieses hellgelbe, was ich ja auch im Shirt verwendet habe, wollte ich nochmal sagen, das ist ein Interlock und daraus habe ich die Blumen gemacht. Das ist deshalb vorteilhaft, weil sich die Kanten von Jersey ja wellen, je nachdem in Längs- und Querrichtung, einmal auf die rechte, einmal auf die linke Seite. Und das wellt sich nicht, das franzt auch nicht. Da kann man also wirklich schöne Applikationen ganz einfach aufsteppen, ohne die Kanten irgendwie bearbeiten zu müssen. Die Anprobe, die mache ich heute nicht, denn es ist warm. Ihr seht, ich bin schon wieder erhitzt. Das Shirt war gedacht auf diese Hose. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Da hatten wir auch schon keine Anprobe. Und im Vorspann habe ich euch gesagt, der Stoff für die Ärmel sei zu kurz. Ich müsse hier oben ein Stück einsetzen. Da habe ich mich getäuscht. Das musste ich dann doch nicht machen. Ich habe die Ärmel also nur aus einem Stück gemacht. Das ist die Rückseite, die ist ganz uni. Den Beleg habe ich nach außen umgelegt in Kontrastfarbe. Und das ist die Vorderseite. Also ich bin sehr zufrieden damit. Auch mit den Blumen. Und ich finde diese Blumen, dieses Vorstichhafte mit dieser Wie-Spitze, sage ich mal, ich finde, das passt gut zusammen. Hier habe ich gelbe Knöpfe angenäht und die weißen Knöpfe, die ja ursprünglich am Shirt waren, die habe ich in die Blütenmitte gesetzt. Ich hatte 6 Stück, weil noch ein Ersatzknopf innen am Etikett war. Soweit mein Shirt. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat und nochmal herzlich lachen möchte, der schaut auf den Link, der jetzt gleich im Abspann kommt. Ich habe hier eine ganz tolle Nähpanne eingebaut. Ich lege das alles weg, damit ich Platz habe für meine improvisierte Design Wall. Das ist ein Holzstäbchen, ein gewöhnliches Stück Stoff und ein paar Stecknadeln. Ich werde jetzt von jedem Projekt, das ich nähe, schauen, ob ich ein Restquadrat herausschneiden kann. Und zwar haben die 15 x 15 cm Größe und werde da über die Wochen Stoffreste sammeln und eine Patchwork-Decke nähen. Ich werde das schön arrangieren später, wenn ich mehr Muster und Farben habe. Ich werde aber nicht nur die Quadrate aneinander nähen, sondern die werden dann nochmal geschnitten und das gibt ein ganz tolles Muster, was echt schwierig aussieht, aber ganz einfach zu nähen ist. Und da habe ich jetzt heute 3 Quadrate geschnitten, aus dem weißen, aus dem hellgelben und aus dem dunkelgelben. Das ist ja Jersey, ich habe Quadrate geschnitten aus einer ganz, ganz dünnen Bügeleinlage. Habe ich 15 x 15 cm große Quadrate geschnitten, dann von links auf den Stoff aufgebügelt und dann erst den Stoff geschnitten. Und ich finde, so ist das die einfachste Variante. Das pinne ich mir jetzt hier an und wenn ich genug habe, mache ich ein eigenes Video über diese Patchwork-Decke. Das war's, was ich euch für heute sagen wollte. Ich bedanke mich für euer Interesse, wünsche viel Spaß beim Nähen, einen schönen Sommer und Gottes reichen Segen.